Du glaubst, dass Konten im Ausland, sogar Konten außerhalb der EU vor dem Finanzamtszugriff sicher sind? In diesem Video werde ich dir berichten von einem Konto im Nicht-EU-Ausland, das vom Finanzamt einfach so gesperrt, eingefroren wurde, weil der Verdacht auf Steuerhinterziehung vorlag. Wir wissen ja alle, dass auf deutsche Konten das Finanzamt unlimitierten Zugriff hat. Da kann das Finanzamt jederzeit reinschauen, kann sehen, was auf deinem Konto passiert. Und wenn du Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hast, weil du Steuern nicht bezahlt hast pünktlich oder auch weil dir Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, dann kann das Finanzamt schwuppdiwupp das Konto einfach mal blockieren bzw. einfrieren und du hast dann das Nachsehen. Wir wissen ja auch, dass zwischen 2027 und 2029 das zentrale europäische Kontenregister eingeführt wird. Das heißt, den gleichen Zugriff hat das Finanzamt dann auch auf alle anderen Konten in der EU, nicht nur auf deutsche Konten. Bisher ist dieser Zugriff zwar auch möglich, aber eben nur auf Antrag. Das Finanzamt kann da nicht so einfach reinschauen, wie es in Zukunft der Fall sein wird. Und wenn du auch ein Konto im EU-Ausland hast, kann das Finanzamt natürlich nicht dieses Konto so ohne weiteres sperren. Da muss man dann einen Mechanismus zur Amtshilfe verwenden und das ist auch noch relativ einfach möglich, sagen wir mal. Wenn auch nicht so einfach wie bei deutschen Konten. Deswegen sagen sich natürlich viele Mandanten, okay, ich werde mir ein Konto außerhalb der EU beschaffen, dort ist ja dann mein Geld sicher, dort hat im Falle eines Falles das Finanzamt keinen Zugriff. Das Finanzamt kann dieses Konto dann nicht sperren. Und wie gesagt, es geht jetzt hier gar nicht um Steuerhinterziehung. Es geht ja, wie gesagt, um den Fall, dass dir zum Beispiel etwas vorgeworfen wird, völlig unbegründet etwas vorgeworfen wird und das Finanzamt geht schon gegen dich vor, deine deutschen Konten sind gesperrt und du bist komplett handlungsunfähig, weil du eben keine Liquidität mehr hast. Vor dem Hintergrund sagt man sich dann, okay, ich habe ein Konto im Ausland, möglicherweise noch im Nicht-EU-Ausland, um besonders sicher zu sein, damit mir in einer solchen schwierigen Situation, wenn mir meine deutschen Konten blockiert werden, eingefroren werden, ich dann noch wenigstens Liquidität zur Verfügung habe, damit ich weiter handlungsfähig bleibe. Heute möchte ich dir von einem Mandanten von uns erzählen, dem etwas ziemlich Schockierendes passiert ist. Und es war Folgendes: Der Mandant ist deutscher Staatsbürger, er ist in Deutschland ansässig, er war schon immer in Deutschland ansässig. Wobei er nicht mehr allzu lange jetzt in Deutschland noch ansässig sein wird, muss man sagen. Diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählen werde, die hat ihn ermutigt, das Weite zu suchen. Aber bisher war er steueransässig, er war ganz normaler Unternehmer, hat ein Einzelunternehmen gehabt, hat immer seine Steuern bezahlt, keinerlei Vorstrafen gehabt, war nie auffällig beim Finanzamt gewesen. Dieser Mandant hatte früher mal zeitweise in England gewohnt. Dort hat er dann bei Barclays ein Konto eröffnet und auf diesem Konto lag ein größerer Betrag, sagen wir mal so ungefähr 250.000 Pfund, ungefähr 300.000 Euro. Das war natürlich alles versteuertes Geld. Als der Mandant dann wieder nach Deutschland gezogen war, hatte der Barclays in England seine Adresse in Deutschland mitgeteilt, sodass dann ab dem nächsten Jahr der Informationsaustausch nach Deutschland zu diesem Konto geflossen ist. Wie gesagt, ist ja komplett unproblematisch. Was der Mandant dort an Zinsen verdient hat auf diesem Konto, hat er natürlich in der Steuererklärung angegeben. Kein Problem, hat sich komplett rechtskonform, hat sich komplett legal verhalten. So, dann ist es dazu gekommen, dass dem Mandanten, so mir nichts, dir nichts, in Deutschland ein Verfahren für Steuerhinterziehung angehängt wurde. Das heißt, es wurde ihm unterstellt, dass er seine Steuern nicht bezahlt hat, dass er Einkommen unterschlagen hat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet, er wurde nie angeklagt, er wurde nie verurteilt. So, und im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens hat dann das Finanzamt unglaublicherweise in UK das britische Konto einfrieren lassen mit den 300.000 Euro drauf, den 250.000 Pfund. Der Mandant war total perplex, dass das passieren konnte, denn dafür ist ja einiger Aufwand notwendig. Also zunächst mal ist UK nicht in der EU. Es gibt zwar ein Abkommen zwischen Deutschland und UK, das ganz normale Doppelbesteuerungsabkommen. Im Rahmen dieser Abkommen wird ja auch immer dann meistens eine Kooperation vereinbart beider Länder, wenn es um solche Steuerstrafsachen geht. Das heißt, das Finanzamt hat über das Amtshilfeverfahren dann über den britischen High Court in London einen Asset Freeze beantragt und die Bank Barclays ist dem auch nachgekommen und hat dann das Konto blockiert. Wie hat das Finanzamt über das Konto gewusst? Der Mandant weiß es auch nicht genau. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass der automatische Informationsaustausch war. Zwar hat der Mandant ja, wie gesagt, auch seine Zinserträge in Deutschland versteuert, die auf diesem Konto angelaufen waren, aber dort in der Steuererklärung auf der entsprechenden Anlage für Kapitaleinkünfte gibst du ja
nicht an, auf welcher IBAN du jetzt diese Erträge hattest. Das heißt, das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist eben der automatische Informationsaustausch und das ist ja auch das, was naheliegt. Also das ist natürlich schon eine ziemlich wilde Geschichte, muss man sagen, was hier diese Mandanten passiert ist. Denn wie gesagt, also zum ersten Mal war er nicht mal angeklagt, es wurde einfach nur gegen ihn ermittelt. Und wie es in den meisten Fällen ja ist, wurde dieses Ermittlungsverfahren dann auch eingestellt. Der Mandant hatte sich nämlich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. So, glaubst du jetzt, das Finanzamt hätte sich die Mühe gemacht, dort in England zu melden bei den Behörden, dass sich die ganze Sache jetzt erledigt hat? Ja. Wenn du denkst, dass sie dir diesen Gefallen tun, dann kannst du nur träumen. Das Konto war jahrelang weiter gesperrt. Der Mandant hat beim Finanzamt angefragt und dort gebeten, man möge doch bitte dem Gericht mitteilen, beziehungsweise der Bank mitteilen, dass sich das Verfahren erledigt hat. Hat das Finanzamt gesagt, kümmere dich selbst drum. Wir geben dir einfach eine Bestätigung, dass das Verfahren eingestellt wurde. Der Mandant musste also dann einen Anwalt in UK beauftragen und die sind ja nicht ganz billig. Er hat dafür 10.000 Pfund bezahlen müssen, dass dieser Anwalt dann dieses Konto wieder entsperren lässt. So, und das nennt sich nun Rechtsstaatlichkeit. Das musst du dir mal vorstellen. So, ich muss sagen, dass der Mandant eigentlich damit sehr cool umgegangen ist. Der war jetzt auf dieses Geld auch nicht angewiesen. Es war jetzt einfach eben nur ärgerlich, dass er diesen ganzen Aufwand damit hatte. Aber was ist nun mein Rat an dich, wenn du im Ausland Geld deponierst für den Fall der Fälle, um eben auch dein Vermögen vor mehr oder weniger willkürlichem Zugriff zu schützen? Da muss man leider sagen, dass es auch im Nicht-EU-Ausland nicht unbedingt sicher ist. Und Großbritannien ist jetzt kein Einzelfall. Ich hatte ja schon mal ein anderes Video gemacht zu einem ähnlichen Thema. Da ging es um ein Konto in der Schweiz. Auch dort gibt es ähnliche Regelungen zur Amtshilfe. Der Unterschied in der Schweiz ist, dass in der Schweiz einfache Steuerhinterziehung keine Straftat ist. Das heißt, die Schweizer Behörden würden deswegen nie ein Konto sperren. Wenn es um Kontosperrungen in der Schweiz geht, dann wird meistens durch die deutschen Behörden ein Steuerbetrugstatbestand konstruiert, zum Beispiel im Bereich der Mehrwertsteuer, weil das sind auch Straftaten natürlich in der Schweiz. Mehrwertsteuerbetrug ist auch in der Schweiz natürlich eine Straftat. Und dann können die Schweizer Behörden eben auch Schweizer Konten pfänden. Bei der reinen Einkommensteuer ist das nicht möglich. So, was ist jetzt mein Rat an dich? Du denkst vielleicht, dass ich dir jetzt sage, naja, such dir ein Konto irgendwo aus, das nicht zum automatischen Informationsaustausch erfasst ist und bunker deine Kohle dort. Naja, ob das wirklich sicher ist, wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich dir das raten will. Was ich dir raten will, ist nicht, dass du die Bank wechselst, sondern was ich dir raten will, ist, dass du das Finanzamt wechselst. Ja, ich würde dir raten, so schnell wie möglich dich aus dem Dunstkreis des deutschen Finanzamtes zu entfernen und zu schauen, dass du nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, sondern im Ausland. Ich würde dir raten, deine steuerlichen Angelegenheiten in Deutschland sauber zu regeln, immer sauber zu regeln, anstandslos zu bezahlen, was du bezahlen musst, aber dann eben versuchen, strategisch dich aus Deutschland zu entfernen, auszuwandern in Länder, wo dir sowas nicht passieren kann. Es wird nicht viele Länder geben, wo die Finanzbehörden auf diese Art und Weise zugreifen. Natürlich werden Konten auch in anderen Ländern gepfändet, aber da muss natürlich schon einen deutlich größeren Verdachtsmoment geben, insbesondere natürlich bevor Auslandskonten eingefroren werden. Also natürlich wäre das auch nicht der einzige Grund auszuwandern, aber es ist halt einer von vielen. Alle, die ausgewandert sind, werden, wenn sie sich diesen Erfahrungsbericht angehört haben, sagen, naja, es war die richtige Entscheidung. Ganz genauso geht es mir. Ich habe ja Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren verlassen. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Wenn auch du ans Auswandern denkst, dann würde ich mich freuen, dich auf diesem Weg begleiten zu können. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Vermögen zu diversifizieren und Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Alle weiteren Informationen dazu auf unserer Website und natürlich auf diesem YouTube-Kanal. Auch der Link zum Beratungsgespräch in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.